Wir verlassen jetzt Sparkenburg. Auf geht's Richtung Harderwijk. So, wir mussten jetzt mal eine kleine Kohle drauflegen, um ein bisschen schneller zu werden, weil die Schleuse auf uns wartet. Das ist für diesen Urlaub die letzte Schleuse. Wir haben Glück, es regnet nicht, sondern die Sonne scheint. Da muss ich mich langsam darauf vorbereiten für die Schleuse. Wir stehen glücklich drin, trotz Wind. Der Kollege von der Schleuse hat auf uns gewartet. Wir haben ein bisschen mehr Stoff gegeben. Das hat wunderbar geklappt. Ein netter Schleusenwärter. Der hätte auch locker vor uns rot machen können. Claudia und Frank liegen auch gut. Claudia und Frank sind jetzt auch aus der Schleuse raus. Und jetzt Endspurt. Kurz hinter Strandhaus gibt es ein richtiges Kitesurf- und Surfparadies. Bei dem Wind ist es heute richtig voll hier. Im Hintergrund sieht man Harderwijk. Wir fahren jetzt den Roten Tonnen entlang. Das ist die neue Strecke, die führt direkt dorthin. Die ist aber in der Karte noch nicht eingezeichnet. So, wir fahren jetzt auf Harderwijk zu, den Roten Tonnen entlang. Links musste man früher um die Ecke fahren, dort gibt es keine Betonung mehr. Auf unserer Seekarte ist das noch nicht eingezeichnet, obwohl ich die Karte erst gestern abgedatet habe. So, unsere Fahrt endet jetzt hier. Wir sind jetzt in Harderwijk. Da vorne sieht man das Delfinarium. Und da vorne stehen schon die ersten Boote. Mal gucken, wo wir uns dann festmachen. Es ist sehr windig. Wir sind das erste Mal jetzt hier an dieser neuen Kade. Seitdem die hier im Harderwijk alles umgebaut haben. Vielleicht ist es drinnen ein kleines bisschen geschützter. Jedenfalls ist viel Platz. Ja, einer kann da rein und einer kann da rein. Mal schauen. Wir haben gleich am Anfang vom Steg festgemacht. Das Wetter hat sich etwas gebessert, sodass wir jetzt wunderbar in der Sonne stehen. Gegenüber ist auch gleich der Strand. Heute haben wir hier in Harderwijk ganz gemütlich uns gemacht, haben uns Kippeling gekauft und essen heute mal an Bord mittags eine Kleinigkeit. Ja, Fütterung der Raubtiere hier. Kommen aus allen Richtungen angeschossen. Harderwijk hat sich total verändert. Wo früher nur Parkplätze waren, hat man jetzt hier eine schöne Wasserstraße gemacht, die einmal durchgeht. Das ganze Auto frei und lädt zum Spazieren ein. Die Brücke hier ist auch neu. Ganz hinten rechts liegt unser Schiff. Und wo jetzt hier Wasser ist mit Liegeplätzen, war früher ein großer Parkplatz. Also Harderwijk hat sich richtig rausgemustert. In Harderwijk steht auch eine schöne Atlantik, 444. Abends kommt hinten wieder die Sonne raus. Und wir gehen jetzt in die Stadt, durch die Mauer, zum Italiener essen. Zum Ristorante da Gabriele.
Ein Blick über einen Teil des neuen Hafens. Im Hintergrund ist Stadthaus und Zeewolde. Hier ist das Delfinarium im Vordergrund. Ein Blick auf die neu angelegte Siedlung. Im Hintergrund ist der neue Industriehafen von Harderwijk. Im Vordergrund die freie Fläche, das war mal der alte Industriehafen und hier wird noch einiges gebaut. Das ist Wahnsinn, wie groß die Fläche ist, die noch bebaut werden soll. Im Vordergrund jetzt der alte Passantenhafen. Einer der Häfen musste hier weichen für den Durchbruch. Wo der Durchbruch ist, war früher alles mal Parkplatz. Der neue Passantenhafen liegt direkt dort, wo auch die Restaurants sind oder am Strand. Und das ist natürlich, wenn man Passant ist, hier wunderbar, um abends essen zu gehen. Das sind sehr kurze Wege. Im Sommer wird es natürlich hier richtig voll. Nochmal ein Rundflug, im Hintergrund das Veluwe-Meer. Man sieht, es ist noch sehr viel Platz für weitere Häuser und Entwicklungen. Ein Blick auf die Insel für Passanten. Früher musste man hinter der Insel lang fahren, heute kann man hier direkt geradeaus ins Veluwe-Meer fahren. Segler müssen allerdings weiterhin übers Aquädukt. Das war Harderwijk mit Boote on Tour.